Heute bei Juliana Matthäus nähen wir den Allrounder The Basic Polunder. Egal ob als Top im Sommer oder Piece für einen Zwiebellook im Herbst, der Polunder ist vielseitig kombinierbar und wunderbar easy zu nähen. Hallöchen ihr Lieben, ich bin's Juliana vom DIY-Modelabel Juliana Matthäus. Ganz egal ob mit oder ohne Näh- und DIY-Erfahrung, mit uns könnt ihr euch selbst exklusive, trendorientierte und verantwortungsvolle Mode schaffen. Der The Basic Polunder wird garantiert zu deinem liebsten Begleiter für kühle Sommerabende oder ein ganz tolles Transition Piece für den Herbst. Denn der Ökotex-zertifizierte Strickstoff ist dank seiner ganz besonderen Wirkart super einfach zu nähen und damit auch absolut anfängerfreundlich. Ja, und das Beste, er ist einfach super weich und angenehm zu tragen. Der The Basic Polunder gehört zur Kategorie Ready to Sew und das bedeutet wie immer, dass ihr keinerlei Erfahrung im Nähen mitbringen müsst, um euch selbst coole Pieces zu schaffen. Denn wie immer zeige ich euch hier Schritt für Schritt, was genau zu tun ist, damit euer fertiger Polunder entsteht und auch super hochwertig und professionell aussieht. Ihr macht einfach direkt mit, pausiert da, wo ihr es braucht, wiederholt so oft ihr mögt, dann kann nichts schief gehen und ihr könnt auch nichts vergessen. Wenn ihr noch nie zuvor genäht habt, dann schaut euch doch bitte als erstes unser Grundlagentutorial an für das Nähen an der Nähmaschine, denn da erkläre ich euch alle Basics, alles was ihr wissen müsst und dann anschließend kann es direkt hier weitergehen. Wenn ihr das Juliana Matthäus DIY-Set für den Basic Polunder schon da habt, dann habt ihr natürlich wie immer alles da, was ihr braucht in der perfekten Menge und in super guter, hochwertiger Qualität. Und bevor ich es nachher vergesse, liked und kommentiert doch bitte dieses Video, wenn es euch gefällt und abonniert auch unseren Kanal, denn dann könnt ihr keinen Teil unserer neuen Kollektion mehr verpassen. Ja, dann würde ich sagen, als nächstes lasst uns mal gemeinsam in das DIY-Set schauen. Als erstes haben wir hier einen Umschlag mit zum Beispiel Informationen zur Pflege, dann natürlich unser Schnittmuster, unseren Oberstoff, hier ein wunderbarer Strickstoff mit passendem Nähgarn, einer Jersey-Nähmaschinennadel, einem goldenen Logoplättchen und natürlich dem Juliana Matthäus Designed by Us Made by You Stoffeltikett. Wir sind also perfekt ausgestattet und es kann losgehen. Als erstes nehmen wir uns unser Schnittmuster und benötigen für den Anfang einmal unsere Größentabelle. Die findet ihr auf einem der Schnittteile, die sieht so aus. Und jetzt schaut doch mal bitte, welche Größe eure ist, messt euch aus, findet die richtige Größe in der Tabelle und schaut einmal, welche Linie zu der langen oder der kurzen Version, je nachdem, wofür ihr euch entschieden habt, zugeordnet sind. Jeweils gibt es auch für die verschiedenen Größen eine bestimmte Strichart und genau die schneidet ihr einmal aus. Also guckt euch das einmal in Ruhe an. Was ich heute mache, ist die lange Version in Größe M bis L. Faltet dann den ersten Bogen auseinander und legt ihn glatt vor euch hin. Jetzt ist es an der Zeit, dass wir die einzelnen Schnittteile aus Papier ausschneiden und zwar entlang der Linien, die ihr euch gerade ausgesucht habt. Die Nahtzugaben sind bereits im Schnitt enthalten, das seht ihr auf jedem einzelnen Schnittteil und alles, was ihr jetzt tun müsst, ist diese Schnittteile entlang der äußeren Linie immer auszuschneiden und genau da findet ihr auch ein Scherensymbol. Ich fange jetzt hier einfach mal rechts bei den Schnittteilen an und schneide nacheinander alle 12 Schnittteile aus. Probiert das gerne so ordentlich es geht, denn dann wird das Ergebnis umso besser. Also, los geht's! Ich nehme dafür also jetzt meine Papierschere und fange hier einfach mal rechts an. Führe immer die untere Seite der Schere auf dem Tisch entlang. So würde ich euch das auch beim Zuschneiden des Stoffes gleich raten, denn dann hat man einfach den stabilen Halt und hat die Schere am besten unter Kontrolle. Ja, und probiert das doch hier gerne beim Papier schon mal aus. Und jetzt schneidet ihr einfach alle Schnittteile, die ihr finden könnt, bis ihr 12 Stück ausgeschnitten habt, einmal komplett aus, entlang der Linien, die ihr euch ausgesucht habt für eure Version, in der bestimmten Größe und in der bestimmten Länge. Auch das Schnittbild schneide ich mir einmal grob aus, denn das brauchen wir gleich, um einen Blick drauf zu werfen, denn wir möchten genau wissen, wie wir unsere einzelnen Schnittteile, die wir gerade ausschneiden, auf den Stoff auflegen müssen, damit wir ihn stoffsparend zuschneiden können. Jetzt komme ich hier gerade zu einem großen Schnittteil, also das Vorder- oder Rückteil, denn da ist entscheidend, welche Linie hier ausgeschnitten wird. Ich mache ja die lange Version, deswegen schneide ich hier unten entlang meiner ausgewählten Linie. Wenn ihr die kurze Version macht, dann schneidet doch bitte die obere Kante mit dem Scherensymbol aus. Ihr seht, an einer bestimmten Stelle laufen die beide auch in das Armloch wieder ein und da ist es egal, da achtet ihr jetzt nur noch auf eure Größe, die ihr hier ausschneidet.
Ja, wenn ihr den einen Bogen fertig ausgeschnitten habt, dann macht doch genau das gleiche bitte auch noch mit eurem zweiten Bogen, sodass ihr, wie gesagt, auf 12 ausgeschnittene Schnittteile und euer Schnittbild rauskommt. Dann ist es an der Zeit, euren Stoff einmal abzudampfen. Ich empfehle ihn auch vorher einmal zu waschen, gerne bei 30 Grad im Schonwaschgang. Und wenn ihr ihn dann noch einmal abbügelt, damit er schön glatt liegt, dann bügelt doch bitte auf Stufe 2. Das ist ganz wichtig, er darf nicht zu heiß gebügelt werden. Aber wenn ihr möchtet, mit etwas Dampf. Ja, und dann bügelt ihr einfach den ganzen Stoff einmal schön ab, damit er möglichst glatt liegt und er einfach perfekt vorbereitet ist zum Zuschneiden. Ich habe es schon angedeutet, schaut euch mal euer Schnittbild an. So legt ihr die Schnittteile jetzt auf den Stoff auf, damit wir möglichst stoffsparend zuschneiden. Rechts seht ihr die glatte, die gerade Webkante, unten die abgeschnittene Kante. So liegen die Schnittteile im Fadenlauf, dazu mehr noch gleich. Und wenn ihr die ungefähr so auflegt, dann sollte beim Zuschneiden nichts schief gehen. Ich breite den Stoff jetzt so vor mir aus, dass die linke Seite, also hier die glattere Seite, ohne die richtige Strickhaptik vor mir liegt und streiche ihn mir einmal schön glatt. Nach und nach verteile ich jetzt meine Schnittteile auf meinem Stoff, wie ich es auf dem Schnittbild sehe. So sieht das Ganze dann ungefähr aus. Und als nächstes stelle ich sicher, dass alle diese Schnittteile, die ich jetzt hier grob auf dem Stoff verteilt habe, im Fadenlauf liegen. Das heißt, dass diese Pfeillinie genau parallel zu meiner Kante hier rechts vom Stoff liegt. Da kann ich ein Maßband zur Hilfe nehmen und messe jetzt immer von der Pfeillinie bis zu meiner äußeren Kante. Mache das unten mal und oben nochmal und möchte jetzt also den gleichen Abstand haben, denn dann weiß ich, okay, es liegt jetzt parallel. Und wenn ich das gemacht habe, dann nehme ich mir einmal meine Stecknadeln dazu und stecke meinen Schnitt einmal ringsherum auf meinem Stoff fest. Dafür fange ich einfach an irgendeiner Seite an und steche immer von rechts nach links einmal meine Stecknadel hier durch das Papier und durch den Stoff gleichzeitig, komme bei einem Zentimeter weiter links wieder raus, sodass also beide Lagen miteinander verbunden sind. Ich mache das dann als nächstes an den Ecken, hier rechts unterm Armloch und unten rechts am Saum, dann zum Beispiel bei der Schulter und nach halbiere ich dann mir alle Strecken, die noch über sind, sodass in einem Abstand von 5 bis 10 cm auf jeden Fall entlang der ganzen Kanten des Schnittteils eine Nadel gesteckt ist, die Papier und Stoff verbindet, denn das macht es uns beim Zuschneiden gleich viel einfacher. Ja, ist das ringsherum erledigt, dann machen wir das genauso auch noch bei allen anderen Schnittteilen. Ihr seht, auf jedem Schnittteil gibt es einen Fadenlaufpfeil und ich bitte euch jetzt, alle Schnittteile parallel immer zur Kante rechts oder links auf euren Stoff zu stecken. Dafür können wir einfach immer wieder von den Pfeilen bis zur Kante messen mit unserem Maßband, darauf achten, dass die Abstände immer gleich sind und dann seht ihr, dass die Schnittteile so wie auf dem Schnittbild dann auf eurem Stoff liegen und ja, wenn alles fertig gesteckt ist, können wir uns einmal unsere Stoffschere dazu nehmen und alle Schnittteile einmal entlang der äußeren Kante ausschneiden. Ich habe jetzt also alles zum Zuschneiden vorbereitet, nehme mir meine Stoffschere und führe wieder die untere Kante entlang auf dem Tisch, schneide hier genau an der Kante der jeweiligen Papierschnittteile den Stoff einmal aus. Probiert das gerne so ordentlich es geht, denn dann wird das Ergebnis auch am genauesten und am schönsten. Wandert einfach einmal langsam um jedes Schnittteil herum und schneidet den Stoff einmal aus. Ist natürlich super hilfreich, wenn eure Schere auch schön scharf ist und dann geht das alles eigentlich sehr, sehr gut, auch mit diesem Stoff. Da haben wir uns ja auch extra für einen entschieden, der sehr anfängerfreundlich ist. Durch diese zweite Schicht auf der linken Seite geht es einfach super gut zu verarbeiten an der Nähmaschine und ja, das werdet ihr auch gleich merken.
Ich habe jetzt quasi mal kurz vorgespult und möchte euch nur noch zeigen, nachdem ihr das alles ausgeschnitten habt, auch aus dem Stoff, gibt es bei der langen Variante hier so einen kleinen Knips. Schneidet da doch bitte ungefähr 3 bis 4 mm tief ein. Einmal so in euren Stoff, also wirklich nicht viel, nur dass eine kleine Markierung zu erkennen ist, denn die hilft uns später beim Fertigen von so einer kleinen Ecke hier unten. Also bitte nur ein ganz kleiner Schnitt, nicht tief reinschneiden. Dann geht's schon los mit dem Nähen. Unsere erste Naht, das ist die Schulternaht. Dafür legen wir uns einmal unser Rückteil so vor uns hin, dass die rechte Seite, also die mit der schönen Strickstruktur, jetzt oben liegt. Und legen da rechts auf rechts, sodass die glatte Seite vom Vorderteil jetzt oben liegt. Einmal das Vorderteil auf das Rückteil. Mit Stecknadeln stecken wir jetzt hier einmal 1 cm entfernt von der Schulternahtkante oben rechts die beiden Schnittteile aufeinander fest. Gehen also immer durch beide Lagen mit der Stecknadel durch, von rechts nach links, sodass die beiden Kanten aufeinander liegen und befestigt sind und gesichert sind, um sie dann gleich mit der Nähmaschine zusammenzunähen. Genau das gleiche machen wir auch noch hier auf der linken Seite. Legt also beide Kanten schön ordentlich aufeinander und steckt einmal diese kurze Strecke mit ein paar Stecknadeln, so 3, 4 Stecknadeln, aufeinander fest. Steckt die Stecknadeln immer von rechts nach links durch, guckt, dass beide Kanten auch hier rechts und links schön aufeinander sind und abschließen miteinander. Und dann können wir uns das erste Mal hier für unseren Polunder an die Nähmaschine bewegen. Nehmt euch also einmal euer Nähgarn und bespult den Unterfaden und fädelt den Oberfaden ein. Wenn ihr dazu noch Hilfe braucht, dann schaut doch super gerne unser Grundlagen-Tutorial zum Nähen an der Nähmaschine, denn da erkläre ich euch alle Basics, alle ersten Schritte, alles, was ihr wissen müsst, um unsere Kollektionen zu nähen. Und dann kann es auch schon losgehen. Den einzigen Stich, den wir benötigen, das ist der normale Geradstich, also der Doppelsteppstich in einer Stichlänge von 2,5. Den behalten wir so die ganze Zeit bei, machen einfach eine schöne gerade Naht und testet doch jetzt gerne mal auf einem kleinen Teststück, ob alles richtig eingestellt ist. Ich platziere jetzt also die Kante, die ich hier rechts gerade zusammengesteckt habe, an meiner 1 cm Linie auf der Stichplatte. Auch wenn ihr dazu noch Fragen habt, guckt bitte unser Grundlagenvideo. Senke dann meinen Nähfuß genau am Anfang meiner Naht, wo ich sie haben möchte, und nähe jetzt in einem Abstand von 1 cm zu meiner Kante hier rechts eine gerade Naht runter. Ich fange an zu nähen, nähe ein paar Stiche vorwärts, ein paar Stiche rückwärts zum Verriegeln, denn ich möchte ja, dass die Naht hier nicht wieder aufgeht. So. Und nähe hier einmal möglichst gerade bis zum Ende dieser Kante. Achtet bitte darauf, dass beide Kanten hier rechts schön miteinander abschließen. Ja, und dann geht es einfach hier bis zum Ende. Ich entferne mal die Stecknadeln, wenn eine in den Weg kommt. Nähe dann bis zu Ende. Werde dann 3 Stiche rückwärts nähen, um zu verriegeln. Nähe dann wieder vorwärts bis zum Ende der Kante, schneide meinen Faden ab, hebe meine Nadel, hebe meinen Nähfuß und entferne meinen Polunder. Mit der zweiten Seite mache ich es genauso. Ich werde wieder am Anfang verriegeln, nähe im Abstand von 1 cm zur Kante rechts eine gerade Naht. Und wenn das getan ist, dann haben wir schon beide Schulternähte geschlossen und können quasi schon hineinschlüpfen. Aber ein paar Schritte, damit er fertig ist, sind es dann doch noch. So, schaut mal, so sollte das Ganze jetzt aussehen, wenn es eine schöne gerade Naht geworden ist. Das Stichbild ist sehr gleichmäßig. Von der rechten Seite sieht es auch super aus. Es bleibt leicht dehnbar auch durch den Stoff. Und ja, genauso machen wir jetzt weiter. Das Bügeln ist für mich beim Nähen super wichtig und deswegen machen wir das auch immer nach jedem Nähen bitte einmal. Dafür besteht der Bügelprozess immer aus 3 Schritten. Als erstes bügeln wir einmal die Naht, die wir gerade zuvor genäht haben, einmal glatt und platt. Dann nehmen wir uns das Ganze einmal so, dass wir die Nahtzugaben auseinanderlegen können und bügeln die Nahtzugaben einmal auseinander. Und im letzten Schritt, wenn das getan ist, drehen wir das Teil einmal um, sodass die rechte Seite außen liegt und wir bügeln die Naht einmal von der rechten Seite platt.
Das befolgen wir jetzt bitte immer bei allen Nähten, die wir genäht haben, denn dann wird das Ergebnis am schönsten und am hochwertigsten und auch am professionellsten aussehen. Jetzt benötigen wir unsere Halsausschnittbelege. Dafür nehmen wir uns als erstes einmal den rückwärtigen, das ist dieser kleinere, runde. Und dazu unsere beiden vorderen jeweils. Die legen wir so an, dass wenn wir sie hier angelegt haben, quasi an die Schulternaht, dass sie da oben, ihr seht es, quasi horizontal vor uns abschließen. Denn da werden sie dann später übereinander gelegt für unseren Ausschnitt, für diese kleine Ecke. Ich demonstriere das mal eben. So wird es dann aussehen. Und diese kurzen kleinen Nähte hier vorne, rechts und links, für die Schulter, die werden wir jetzt einmal zusammennähen. Dafür legen wir uns einmal rechts auf rechts. So, unsere beiden Schnittteile aufeinander und stecken diese kurze Strecke einmal fest. Nehmt dazu einfach 1, 2 Stecknadeln. Das nähen wir gleich als nächstes und natürlich auch noch auf der anderen Seite. Auch wieder, das ist die Kante. Klappen wir einmal rum, rechts auf rechts, stecken uns das zusammen. So. Ja, und genau hier nähen wir jetzt einmal rüber. Die Schnittteile habt ihr nochmal genauso, also steckt euch das doch bitte wieder so, wie ich es hier gerade gezeigt habe, sodass wir jetzt insgesamt 4 Nähte schließen können. So, wir legen uns das also wieder mit einer Nahtzugabe von 1 cm, also 1 cm von der Kante entfernt kommt jetzt unsere Naht so hier an unter unseren Nähfuß, entfernen die Stecknadeln nacheinander, nähen hier einmal gerade rüber und verriegeln am Anfang und am Ende. Ja, und wenn wir das mit allen 4 Nähten gemacht haben, dann geht es natürlich wieder ans Bügeln. Zunächst bügeln wir die Naht einmal glatt und platt. Falten uns dann die Nahtzugaben auseinander, bügeln da noch einmal drüber, drehen das Ganze dann einmal um und bügeln auch noch von der rechten Seite einmal über die Naht. Auch das machen wir natürlich wieder bei allen 4 Nähten. Dann sieht das, was wir gerade vorbereitet haben, so aus. Wir legen das einmal so vor uns hin, dass die rechte Seite, also die, wo man die Nahtzugaben jetzt nicht mehr sieht, oben liegt und legen dann das Gegenstück, was ja genauso aussieht, einmal rechts auf rechts darauf. Als nächstes möchten wir hier die innere Seite einmal verstürzen, also zusammennähen. Die sollte also schön glatt aufeinander liegen überall und miteinander abschließen. Auch die Nähte hier liegen genau aufeinander. Ich drehe mir das jetzt einmal so vor mich hin, dass ich die innere Seite, die wir da gerade hatten, jetzt oben vor mir liegen habe, denn dann kann ich wieder von rechts nach links stecken und dann ist es leichter beim Nähen die Nadeln rauszuziehen und stecke mir jetzt einmal die gesamte Strecke, auch wieder mit einem Abstand von so 1 cm zur Kante, einmal komplett fest. Bei den Nähten mache ich so, dass ich einmal hier von oben nach unten durch die Naht steche. Auch durch die Naht, die darunter liegt. Und die Nadel einmal quer stecke, genau so. Die kann ich nämlich beim Nähen einmal stecken lassen, einfach drüber nähen. Und dann versichere ich nämlich so, dass die beiden Nähte oder Schatten der Nähte, so nennt man das von der anderen Seite, genau aneinander stoßen und dann einfach am schönsten aussehen. Die restliche Strecke stecke ich mir auch wieder hier zusammen. So. Und auch hier rechts, wo es wieder 2 Nähte gibt, die aufeinandertreffen, mache ich das genauso wie eben mit dieser einen Quernadel und stecke mir noch die restliche Strecke einmal schön zusammen, dass es perfekt vorbereitet ist zum Nähen. Um es noch einmal zu verdeutlichen, wir fangen jetzt also hier an zu nähen, nähen hier einmal komplett drumrum und enden erst wieder hier rechts. Los geht's! Genäht wird wieder in einem Abstand von 1 cm zur Kante. Wir senken unseren Nähfuß, nehmen die eine Stecknadel hier raus, fangen an zu nähen, verriegeln natürlich wieder und nähen hier einmal komplett bis zur anderen Seite.
Einmal Achtung, wenn ihr zu der Stelle kommt mit den beiden Nähten und der quergesteckten Nadeln. Achtet bitte darauf, dass die Nahtzugaben sowohl hier oben auf der Oberseite als auch auf der Unterseite immer noch schön auseinander liegen. Die soll sich nicht umklappen, sondern schön auseinander liegen, so wie wir sie zuvor gebügelt haben. Auch bei der anderen Naht, zu der wir kommen. Und dann nehmen wir hier einmal komplett zum Ende und verriegeln dort wieder. Perfekt, Faden abschneiden, Nadel heben, Fuß heben und fertig. Dann noch unbedingt die Nadeln, die ihr jetzt noch stecken habt, raus. Die brauchen wir jetzt nicht mehr. Und so können wir das Teil jetzt gleich annähen. Dafür wird jetzt aber natürlich erstmal gebügelt und hier gibt es auch gleich eine kleine Besonderheit. Erstmal läuft es aber ab wie zuvor. Wir bügeln es einmal platt, bügeln dann die Nahtzugaben auseinander. Überall. Und dann werden wir jetzt das Teil einmal da, wo wir die Naht gerade gefertigt haben, quasi umbrechen und jetzt einmal so platt bügeln, dass wir sozusagen dann unten und jetzt oben die rechte Seite liegen haben. Denn das Teil war ja genau gleich und so soll es auch gleich angenäht werden. Zuvor ist es aber ganz wichtig, ich habe es mir jetzt nochmal auf die linke Seite gedreht, dass wir hier im rückwärtigen Halslochbeleg einmal einschneiden mit unserer Schere, immer bis zur Nahtzugabe, nicht darüber hinaus, nicht über die Naht. Wir möchten die Naht nicht durchschneiden, sondern die soll natürlich bestehen bleiben. Aber in die Nahtzugabe schneiden wir einmal komplett ein, immer so nach jedem Zentimeter so ein kleiner Einschnitt, denn das soll sich gleich schön legen. Man sieht es, wenn ich das hier so ziehe, dann braucht das Ganze einfach mehr Platz in diesem Bereich und das schaffen wir, indem wir da die ganzen kleinen Schnitte setzen. Unseren Beleg möchten wir also jetzt im nächsten Schritt einnähen. Dafür nehmen wir uns einmal hier unser zusammengenähtes Vorder- und Rückteil und genau hier in den Ausschnitt setzen wir jetzt diesen langen Streifen, den wir gerade gefertigt haben, ein. Ich lege ihn mir jetzt einmal zurecht, damit ihr erkennt, wie das Ganze dann Form annimmt. So wird das hier reingenäht. Ihr seht jetzt auch, dass da gleich wieder 2 Nähte aufeinander passen. Genau, und man kann schon erkennen. Dann nehmen wir einmal komplett drumherum. Wir müssen natürlich aber an einer Seite anfangen und das ist hier die, die unten liegt. Diese hier. Wir fangen hier unten an der kleinen Ecke mit der kurzen Strecke an, nähen dann hier rüber und dann weiter. Ich stecke mir jetzt rechts auf rechts einmal hier eine kurze Strecke von meinem Beleg auf diese kurze Strecke von meinem Vorderteil. Meine erste Nadel stecke ich hier, wenn ihr schaut, und beide Seiten hier, beide Kanten in einem Abstand von 1 cm verfolgt. Dann könnt ihr hier die Nadel einstechen, stecht sie auch da 1 cm von der Ecke entfernt ein und diese kurze Strecke wird dann geschlossen. Dann lassen wir die Nadel gleich stecken, dazu gleich mehr. Und dann werden wir das Teil in einer Naht hier direkt einmal rumdrehen und weiter nähen. Das klingt jetzt erstmal schwieriger, als es ist. Ist wirklich super einfach. Aber ihr werdet erkennen, nämlich später, wenn wir das dann wieder hier so umdrehen, dann sieht es schon aus wie ein richtiger Polunder. Genau. Um jetzt weiterzumachen, stecke ich mir das Ganze schon mal fest. Und zwar ist der nächste Anhaltspunkt hier meine Schulternaht. Da lege ich wieder beide Nähte, die ich hier habe, aufeinander. Stecke da wieder eine Quernadel in meine beiden Schichten von dem Beleg. Und meine Naht direkt von der Schulternaht von dem eigentlichen Polunder. Mach die hier wieder rein, zack. Und verteile dann die restliche Strecke von meinem Beleg auf die von meinem Halslochausschnitt. Ihr werdet sehen, das passt auch genau. Zieht euch das so hin, dass es schön glatt aufeinander liegt. Und steckt dann so alle 10 cm eine Stecknadel rein, um die 3 Lagen aufeinander zu befestigen. So, weiter geht es dann hier hinten. Auch da steche ich jetzt erstmal in meine Schulternähte ein. Die kommen natürlich auch hier wieder auf die Naht. Da gibt es die nächste Nadel. So. Und auch hier kann ich mir die Strecke von meinem Beleg und dem hinteren Halsloch einmal verteilen und die Strecken, also alle 3, schön aufeinander stecken.
Übrigens für jede Menge DIY-Mode-Inspiration folgt doch auch super gerne unserem Instagram-Kanal juliana_matthäus_official, denn da versorgen wir euch täglich mit den neuesten News, den neuesten Launches, coolen Inspirationen, gratis Schnittmustern, Styling-Tipps und so viel mehr. Also es lohnt sich auf jeden Fall mal vorbeizuschauen. Wenn ihr das hintere Belegteil festgesteckt habt, dann macht auch hier bitte wieder genau an der Ecke das gleiche. Bei einem Abstand von 1 cm zur Ecke stecht ihr hier ein. So. Es ist jetzt also quasi, als ob der Beleg noch 1 cm weiter geht als unser Ausschnitt, also diese kleine Ecke des Ausschnitts. Dann macht auch bitte diese Strecken hier aufeinander fest. Und wenn das vollbracht ist, dann könnt ihr hier erkennen, wir werden jetzt hier gleich anfangen zu nähen an der kurzen Strecke, werden uns dann einmal komplett rumarbeiten und am Ende dann die kurze Strecke nochmal hier rüber ziehen und nochmal hier rüber nähen. Das war's dann schon. Danach ist es schon so gut wie fertig, der Ausschnitt. Und den nähen wir jetzt mal. Wir haben ja gesagt, wir fangen mit der kurzen Ecke an und das machen wir auch. Wir platzieren uns unseren Polunder jetzt so unter der Nähmaschine, dass wir hier, da wo unser Beleg umgeschlagen ist, anfangen können, da wo die Kante ist. Da verriegeln wir, nähen dann einmal hier im Abstand von 1 cm rüber und lassen dann gleich unsere Nadel 1 cm vor der nächsten Kante in unserem Polunder stecken. Ich lege mir hier nochmal alle Lagen schön aufeinander, damit ich auch wirklich immer alle 3 Schichten erwische. So, bin jetzt hier stecken geblieben. Ich hebe jetzt meinen Nähfuß, ziehe meinen Polunder in die nächste Richtung, so bilde ich jetzt eine Ecke, senke meinen Nähfuß wieder und nähe einfach weiter. Und das in einem Abstand wieder von 1 cm. Die Stecknadel nehme ich mir nach und nach raus. Und jetzt mache ich erstmal so lange weiter, gerade bis ich auf der anderen Seite angekommen bin. Achtet doch bitte auch wieder darauf, wenn hier eine Naht kommt, die Schulternaht, dass alle Nahtzugaben schön auseinander liegen, denn dann sind sie schön flach und sind am besten und am schönsten später, wenn wir sie tragen. Gut, dann kommen wir hier zur nächsten Ecke. Da möchte ich jetzt wieder in dem Punkt landen, wo ich hier auf meinen anderen Beleg treffe. Lasse da meine Nadel stecken. Das ist also wieder 1 cm von der Kante oder von dieser Ecke entfernt. Ziehe mir dann meinen Beleg hier rüber, sodass er auf dem anderen liegt, also genau da, wo wir angefangen haben. Senke wieder meinen Nähfuß und nähe weiter, bis die kurze Strecke hier fertig ist. Verriegel da, schneide meinen Faden ab, hebe Nadel und Nähfuß und dann ist das Ganze schon vollbracht. Damit sich das Ganze schöner legt, gucke ich jetzt mal von innen rein. Gerade hier rechts an der Ecke habe ich deutlich mehr Nahtzugabe noch als hier links. Hier links ist es eigentlich soweit in Ordnung. Ich schneide hier nur einmal ein bis zur Ecke, so. Und mache das rechts aber auf jeden Fall, denn das ist ganz wichtig, denn hier zieht es so ein bisschen an der Nahtzugabe. Da ist es besonders in ihrer unteren Schicht sehr wichtig, dass wir da einmal bis zur Naht einschneiden. So hat das Ganze nämlich viel mehr schönen Platz, sich zu entfalten. Und wenn wir das Ganze dann umdrehen, dann sehen wir, das legt sich schon richtig gut. Und dann können wir das jetzt als nächstes bügeln. Hier legen wir wieder die Nahtzugaben schön auseinander. Bügeln dann einmal drüber, entlang des gesamten Ausschnitts. Ihr könnt auch nochmal über die Kante von dem Beleg gehen, denn es soll schön flach fallen. Denn dann können wir als nächstes unsere beiden Lagen, die hier jetzt noch ein bisschen lose aufeinander sind, einmal mit ein paar Handstichen festnähen. Dafür nehmen wir uns jetzt einmal unser Nähgarn zur Hand, schneiden davon ungefähr 60 cm ab, nehmen uns unsere Nähnadel und fädeln das eine Ende von unserem Faden in das Öhr ein, ziehen das so ein gutes Stück durch, 30 cm ungefähr, und haben hier bei dem anderen Ende jetzt die Möglichkeit, einen Knoten zu machen. Das sollten wir auch tun. Wie ihr das macht, ist egal. Hauptsache, da ist ein Knoten drin. Dahinter könnt ihr den Faden abschneiden. So. Und dann sind wir bereit, um hier diese kleine Stelle zu schließen mit ein paar Stichen. Ich fange hier rechts an und gehe einmal von unten nach oben mit meiner Nadel hier durch meinen Beleg, bis mein Knoten mich stoppt. Gehe dann hier auf die untere Seite und steche dann nur für so 2-3 mm ein in die Lage, sodass ich mich im Tunnel vorarbeite. Gehe dann wieder hier nach oben,
auch wieder bei der Naht für 4 mm, also einen ganz kleinen Raum. Mach das wieder unten und gehe immer quasi in den Tunneln, also innerhalb dieser beiden Lagen von meinem Beleg, hin und her, wie so ein U. Also ich gehe unten ein paar Millimeter rein, gehe dann hier auf der Oberseite ein paar Millimeter rein, dann wieder auf der Unterseite. Macht das nicht zu straff, sollte noch gut sein und nicht so gerafft aussehen. Macht das hier oben und macht das jetzt, bis ich da in dieser kleinen Spitze angekommen bin. Wichtig ist dabei, dass wenn ihr rauskommt aus dem Stoff, dass ihr genau auf der gleichen Höhe auf der anderen Seite wieder einstecht, denn dann wird die Naht quasi unsichtbar werden. So, letzter Stich. Zack. Jetzt gehe ich hier in meiner Spitze nach unten durch diese Lagen und werde da meinen Faden jetzt vernähen. Dafür nähe ich einmal auf der Stelle, ohne auf die andere Seite durchzukommen. Habe dann hier eine Schlaufe, da gehe ich mit meiner Nadelspitze durch, nähe nochmal auf der Stelle, ziehe meine Nadel dann wieder durch diese kleine Schlaufe, die entsteht, und kann dann meinen Faden einfach abschneiden. Das war das. Jetzt ist der Ausschnitt komplett. Richtig schön geworden. Yay. Als nächstes können wir die Seitennähte schließen und die habe ich hier schon einmal rechts auf rechts aufeinander gelegt. Das ist eine relativ kurze Strecke. Einfach hier unter dem Armloch geht es los. Ich stecke mir wieder meine Stecknadeln im Abstand von 1 cm zur Kante und die letzte Stecknadel geht hier 1 cm unterhalb der Ecke rein. Bis da möchten wir gleich nähen. Ja, und dazwischen stecke ich mir auch noch 1, 2 Stecknadeln und das ist einfach eine gerade Strecke, die wir gleich mit der Nähmaschine zusammennähen. Das gleiche machen wir natürlich auch wieder auf der anderen Seite. Die sehen wir hier gut. Wir fangen hier an, auch wieder 1 cm unterhalb dieser Ecke hier. Da können wir die erste Stecknadel stecken. Und stecken dann hier bis unter unser Armloch wieder alles zusammen. Genäht wird jetzt also einmal von hier bis hier und genauso auf der anderen Seite. Ich mache jetzt die erste Naht und beginne sie hier, wo meine Stecknadel quer gesteckt ist, als Markierungspunkt für den Start. Senke da meinen Nähfuß und fange genau da an zu nähen. Verriegel natürlich auch und nähe jetzt einmal, bis ich ganz oben beim Armloch angekommen bin. Auch am Ende wird natürlich wieder verriegelt, dann der Faden abgeschnitten, Nadel und Nähfuß gehoben. Und dann war es das schon mal mit der Seite. Genau das gleiche machen wir jetzt auf der anderen Seite. Hier habe ich jetzt beim Armloch angefangen und ende bei meiner gesteckten Quernadel 1 cm unterhalb dieser Ecke. So, das wird natürlich wieder gebügelt. Erst platt, dann auseinander und dann nochmal schön von der rechten Seite. Und das Ganze bei beiden Seiten bitte. Als nächstes kümmern wir uns um die Armlöcher. Nehmen uns einmal ein Teil von unserem Vorderteil und ein Teil von unserem Rückteil von den Armlochbelegen. Wir möchten die jetzt sowohl hier in der Mitte, wo sie schon aneinander stoßen, als auch rechts und links gleich einmal aneinander nähen. Dafür legen wir immer ein Vorder- und ein Rückteil aufeinander, stecken uns hier einmal die Strecke fest, rechts auf rechts, und auch noch die andere hier unten. Ihr seht, die Teile sind nicht ganz gleich. Das ist auch richtig so. Ja, und die Teile haben wir ja doppelt. Deswegen machen wir das natürlich auch noch einmal. Diese kleinen Strecken nähen wir dann. Ich glaube, zu diesen Nähten brauche ich nichts weiter sagen. Das sind einfach super kurze, gerade Nähte. Bitte am Anfang und am Ende verriegeln. Auch hier wieder in einem Abstand von 1 cm. Und ja, dann sollte das Ganze ja wohl fluppen. Ihr könnt es euch wahrscheinlich schon denken, was wird anschließend gemacht? Genau, gebügelt. Also einmal platt, Nahtzugaben auseinander und von der rechten Seite bitte.
Dann schaut euch die Teile, die ihr gerade zusammengenäht habt, bitte einmal genau an, denn die Rundung hier ist etwas anders. Ihr erkennt das Vorder- und das Rückteil daran, dass das Vorderteil das ist, in dem die Rundung nicht so stark ist. Das heißt, was hier oben liegt, ist gerade das Rückteil, was rechts liegt, ist das Vorderteil. Das müsstet ihr einmal bei euch ermitteln, damit wir auch die Belege jetzt an die richtige Seite annähen. Ich lege jetzt also den Polunder vor mich hin, habe hier rechts jetzt ein Armloch, das ich gerne mit dem Beleg verstürzen möchte. Nehme mir jetzt meinen Beleg, der hier links das Vorderteil hat und rechts das Rückteil. Und dann stecke ich mir als erstes hier einmal meine Nahtzugaben auf meine Seitennaht. Und das mache ich wieder mit einer vertikal gesteckten Nadel, indem ich durch beide Nähte hier richtig durchsteche. So, das nächste, was ich jetzt zusammenstecke, ist hier oben meine Naht, die auf die Schulternaht trifft. Auch hier wieder rechts auf rechts so legen, dass die Kanten aneinander kommen. So, und jetzt könnt ihr euch einmal hier die Lage von vorne, die soll natürlich aufs Rückteil kommen, und alle verbleibenden Strecken immer jeweils die beiden Lagen aufeinander stecken. Ihr seht auch, das passt genau. Ich verteile mir das einfach so schön, dass es schön glatt aufeinander liegt und stecke mir dann einige Stecknadeln wieder im Abstand von 5 bis 10 cm einmal entlang ringsherum um mein Armloch und auch nur immer durch diese beiden Lagen. Das Ganze wiederholen wir dann auch noch auf der anderen Seite. Auch hier fangen wir wieder unter dem Armloch an. Stecken da beide Nähte aufeinander, machen dann bei der Schulter weiter und verteilen das restliche Belegteil auf die Strecken vom Armloch, sodass im Vorder- und im Rückteil von unserem Polunder jeweils ein Beleg an der Kante unseres Polunders sitzt. Ja, so ist es im nächsten Schritt möglich, hier einmal komplett herumzunähen und das bei beiden Armlöchern. Ich würde jetzt empfehlen, das so anzulegen, dass wir bei einer Naht starten, also bei der Schulternaht oder unter dem Armloch. Denn wenn wir da verriegeln, dann ist es nicht so sichtbar. Ich empfehle am allermeisten unter dem Armloch zu starten, denn da sieht man die Stelle, wo man doppelt genäht hat, dann ja gar nicht. Fangen dann einfach an, im Abstand wieder von 1 cm loszunähen. Verriegeln müsst ihr nicht unbedingt, weil ihr am Ende hier nochmal rüber näht. Könnt ihr aber natürlich gerne machen. Und dann näht ihr einmal weiter, ringsherum. Achtet, wenn ihr über Nähte näht, wieder darauf, dass die Nahtzugaben schön auseinander liegen. Und wenn ihr wieder am Ende ankommt, da wo ihr angefangen habt, näht einfach für ein paar Zentimeter nochmal über die gleiche Naht und verriegelt dann. Dann ist hier alles schön fest und dann könnt ihr den Faden natürlich abschneiden, Nadel und Nähfuß heben und das gleiche nochmal genau so auf der anderen Seite machen. Startet da doch auch wieder gerne bei der Schulter oder unter dem Armloch bei der Naht. Bügelt dann wieder bitte die Nahtzugaben auseinander. Dann empfiehlt es sich, den Polunder einmal auf links zu wenden, denn wir möchten die Belege, die wir hier gerade angenäht haben, jetzt nach innen umfalten. Das machen wir einmal. Und stecken uns den Beleg einmal fest, indem wir auch durch das Vorderteil oder das Rückteil stechen, denn diese beiden Lagen möchten wir jetzt gleich mit einer Naht verbinden und dann nähen wir nämlich auch von der linken Seite. Also einmal ringsherum den Beleg einmal komplett umdrehen sozusagen nach innen und einmal mit einer Stecknadel feststecken. Das gleiche bitte natürlich auch noch bei unserem anderen Armausschnitt.
und danach können wir das Ganze wieder mit an die Nähmaschine nehmen. Genäht wird jetzt auch von der linken Seite. Ich lege mir das jetzt so an, dass die linke Seite von meinem Nähfuß an die Kante von meinem umgeschlagenen Beleg stößt. Denn so nähe ich jetzt in einem Abstand von 4 cm rechts zur Kante und füßchenbreit links zur Kante. Achtet auch darauf, dass der Beleg schön glatt liegt. Da soll jetzt keine Luft drin sein, sondern es sollte möglichst platt auf eurem Vorder- oder Rückteil liegen. Und dann könnt ihr einmal losnähen. Einmal komplett ringsherum, bis ihr wieder da ankommt, wo ihr angefangen habt. Und immer in diesem Abstand von der Füßchenbreite links zur Kante. Dann wird es super schön gleichmäßig. Am Ende angekommen können wir wieder verriegeln. Ich nähe auch hier wieder 1-2 cm über die Naht, wo ich angefangen habe. Schneide dann meinen Faden ab, hebe meine Nadel und den Nähfuß und bin fertig damit. Genau das gleiche machen wir natürlich jetzt auch noch auf der anderen Seite. Übrigens, wir nähern uns ja dem Ende, also schaut doch gleich im Anschluss, wenn es euch gefallen hat, auf unserer Website www.julianamathews.com vorbei und sucht euch schon euer nächstes Projekt aus, im DIY mit einer Technik, die euch gefällt, also Stricken, Makramee, Sticken, was auch immer oder natürlich wieder ein Nähprojekt. Und als kleiner Tipp, die DIY-Sets eignen sich auch hervorragend als Geschenk. Ja, wenn das getan ist, dann können wir das Ganze natürlich wieder bügeln. Dafür lege ich sie einfach mal auf ein Bügelbrett und werde jetzt einfach nochmal von allen Seiten einmal schön hier über die Kante gehen, damit die möglichst platt ist. Dann werden wir hier die kleinen Ecken und Schlitze fertigen. Das ist super einfach. Bei der langen Variante geht es so, dass ihr hier diese Schräge, die ihr habt im Vorder- und Rückteil, einmal in der Mitte umbrecht. So, in der Mitte solltet ihr auch einen kleinen Knips haben. Und diese kleine Strecke stecken wir jetzt einfach zusammen und nähen da gleich einmal ab. Das wird nämlich sozusagen eine Briefecke, so nennt man das. Einfach eine schöne Art, um so eine Ecke hübsch zu nähen. Ich stecke mir hier 2 Stecknadeln rein. Mache das auch noch bei meinen 2 anderen schrägen Strecken. Also hier seht ihr auch gut den Knips. Da lege ich mir das auch wieder einmal rechts auf rechts. Falte es also einmal ganz genau in der Mitte. Stecke mir hier wieder Stecknadeln rein. Und anschließend werde ich noch die 2 anderen Ecken vorbereiten. Also hier auf der linken Seite, da haben wir auch wieder 2 Schrägen. Einmal hier sind die Schrägen, die direkt vom Saum abgehen. Da stecke ich mir die nächsten Stecknadeln. Und dann noch hier bei der letzten Schräge, das ist diese hier. Auch da findet ihr wieder den Knips bei der langen Variante. Und da stecke ich die letzten Stecknadeln. Diese 4 kurzen Strecken können wir jetzt gleich als nächstes nähen. Vorher zeige ich aber noch, wie das Ganze geht, wenn ihr die kurze Variante macht. Und zwar habt ihr dann nicht eine Schräge, die abgeht vom Saum, sondern hier so eine kleine Ecke nach innen. Und diese 2 kleinen kurzen Strecken, die legt ihr jetzt rechts auf rechts aufeinander. Genau, also das Prinzip ist das gleiche. Wir schließen hier 4 kurze Strecken, nur dass ihr einmal die Schräge in die Hälfte legt und einmal 2 kurze Strecken von einer Ecke aufeinander legt. Genäht wird auch hier wieder in einem Abstand von 1 cm rechts zur Kante. Ich fange hier einfach dort an, wo ich den Umbruch habe. Verriegel natürlich auch wieder am Anfang und am Ende und nähe hier einmal rüber, bis ich bei der offenen Kante angekommen bin und wiederhole das dann auch bei meinen 3 restlichen kurzen Strecken. Die Ecken, die wir jetzt gerade gefertigt haben, können wir jetzt dann einmal wenden. Dafür lege ich mir einfach die Nahtzugaben einmal mit dem Daumen auseinander, lege hier so eine Spitze und drehe das Ganze um. Dann sieht es so aus, wir haben eine schön eckige Ecke, machen das bei allen Ecken und dann sind wir ready, um den Saum weiter fertig vorzubereiten und einmal zu bügeln. Und zwar haben wir hier jetzt eine Nahtzugabe von 4,5 cm. Und die bügeln wir uns jetzt einmal nach innen um. Dafür könnt ihr euch ein Maßband nehmen oder ein Handmaß und einmal hier möglichst gerade umbügeln. Danach nehmen wir uns Stecknadeln und stecken uns hier einmal schön die ganze Strecke von unserem Saum, die wir gerade umgebügelt haben, fest. Denn gleich wird von links genäht.
Hier bei unseren kleinen Schlitzen, da stecken wir uns unsere Nahtzugabe auch einmal nach innen fest, einfach mit einer Nadel. Und da nehmen wir dann gleich auch noch rüber, damit es alles schön ist und nicht aufschlägt, wenn wir es tragen. Genauso hier auf der anderen Seite vom Schlitz. Und genau das, was wir gerade gemacht haben, machen wir natürlich jetzt auch noch einmal komplett auf der anderen Seite. Bei der kurzen Variante war es ja so, dass eure Seitennaht viel kürzer ist, weil der Schlitz viel länger ist. Und dementsprechend seht ihr dann jetzt auch hier, dass ihr, wenn ihr die Nahtzugaben für den Schlitz einschlagt, nach innen, dass die einfach natürlich eine viel längere Strecke sind als hier. Also die Proportionen sind anders, aber gemacht wird es genauso. Jetzt legen wir uns das Ganze unter die Nähmaschine und fangen hier bei der einen Seite vom Schlitz an. Und zwar genau da, wo der Schlitz endet. Die Kante vom Füßchen stößt an die offene Kante von der Nahtzugabe. Wir nähen hier nämlich gleich alles in einem rüber. Hier eine kleine Ecke, da zeige ich euch jetzt, wie es geht. Ich nehme mir einmal meine Stecknadel raus, fange hier also genau auf der Höhe meines Schlitzes an, verriegel, lasse dann meine Nadel hier in meinem Polunder stecken. Und zwar 1 cm von der nächsten Kante entfernt. Drehe mir dann wieder meinen Polunder in die nächste Richtung. Senke wieder meinen Nähfuß und nähe weiter, bis die Nadel hier in dem Schatten der Naht von unserer Briefecke steckt. Das ist auch wieder 1 cm von der Kante entfernt. Lasse die Nadel also wieder stecken, hebe das Füßchen und gehe in die nächste Richtung, senke das Füßchen und nähe weiter. Ja, und ab da ist es natürlich erstmal eine gerade Strecke. Bis ich hier wieder bei meiner nächsten Ecke ankomme. Da lasse ich gleich auch wieder die Nadel stecken im Schatten der Naht. Hebe den Nähfuß, drehe das in die nächste Richtung, entferne hier noch eine Stecknadel, senke den Nähfuß wieder, nähe weiter bis zur Ecke, beziehungsweise 1 cm vor der Ecke. Lasse die Nadel da wieder stecken, nehme das Füßchen hoch, gehe in die nächste Richtung und nähe jetzt, hier die Besonderheit, einmal komplett bis auf die nächste Seite. Also wenn ich jetzt von der Vorderseite komme, nähe ich jetzt bis auf die Rückseite. Und zwar immer so, dass die Kante von meinem Nähfuß links an die Kante von der Nahtzugabe stößt. Denn so kann ich jetzt einfach drüber nähen und nähe genau auf der Höhe des Schlitzes eine Naht drüber. Das wird dann schön aussehen am Ende. Mache dann hier noch meine nächste Ecke und nähe jetzt einmal wieder komplett rüber. Hier mache ich jetzt noch meine letzten 2 Ecken. Hier steckt ja meine Nadel wieder im Schatten der Naht. Gehe in die nächste Richtung, stoppe wieder 1 cm vor der Kante, drehe es mir wieder um 90 Grad und komme jetzt da an, wo ich am Anfang angefangen habe. Da nähe ich einfach wieder ein bisschen rüber, zack, verriegel und kann den Faden dann abschneiden, Nadel und Nähfuß heben und dann haben wir den Saum einmal komplett fertig. Als nächstes können wir das Liliana Matthäus Designed by Us Made by You Stoffetikett annähen und das möchten wir hier mittig im hinteren Halsloch platzieren. Dafür könnt ihr euch einmal eure Nadel wieder einfädeln und euer Etikett zur Hand nehmen. Das Garn habe ich jetzt doppelt genommen, also in beide Enden zusammen einen Knoten geknotet und dann steche ich hier einmal in meine Nahtzugabe ein, von hinten nach vorne, gehe durch mein Etikett. Das gleiche mache ich wieder, gehe von hinten nach vorne durch Nahtzugabe und Etikett. Mache das Ganze so 2-3 Mal noch, um das schön festzumachen. Und dann kann ich auch schon wieder meinen Faden vernähen. Das sieht doch schon mal gut aus. Fürs Vernähen nähe ich einfach auf der Stelle. Und gehe dann wieder mit meiner Nadelspitze hier durch die Schlaufe, wie wir es auch zuvor gemacht haben, als wir den Ausschnitt genäht haben. Ich mache das nochmal, damit es schön fest ist und kann dann meinen Faden hier einfach abschneiden. Mache doch das gleiche auch noch auf der linken oberen Seite und dann ist das auch schon mal eingenäht. Weiter geht's mit dem goldenen Logo-Plättchen. Das verleiht dem Polunder noch so den letzten Schliff, weil es einfach super edel aussieht und das Gold auch einfach so gut hier zu dieser schönen Camel-Farbe passt. Das möchten wir hier auf unserer Vorderseite mittig direkt auf dieser Ecke, die wir genäht haben, platzieren und da einmal wie einen Knopf annähen.
Ich habe das Garn also wieder doppelt und habe einen Knoten reingemacht, gehe dann einfach hier von hinten nach vorne immer durch so ein Fitzel von unserem Oberstoff und das Loch von dem Logoplättchen. Wenn ich eine Seite 3-4 Mal angenäht habe, dann gehe ich hier unterirdisch sozusagen auf der linken Seite einmal ein paar Millimeter weiter, sodass ich auf der linken Seite weitermachen kann und nähe dann auch da noch 3-4 Mal durch und anschließend kann ich dann den Faden auf der Rückseite vernähen. Dafür nähe ich hier wieder auf der Stelle und gehe mit der Nadel einmal durch die Schlaufe. Das Ganze wiederhole ich dann noch 2-mal. Dann ist das schön fest und wir können den Faden einmal abschneiden. Perfekt. Ja, es sieht also richtig, richtig edel aus und damit gratuliere ich euch. Ihr habt den Basic Polunder fertig. Herzlichen Glückwunsch und viel Spaß beim Tragen. Woohoo! Ja, ihr habt es mitbekommen, das war's. Ich hoffe, es hat euch richtig viel Spaß gemacht. Mir auf jeden Fall. Und ich freue mich schon super doll auf unser nächstes gemeinsames DIY-Projekt. Hier vielleicht wieder im Nähen oder sogar einer anderen Art. Stricken, Sticken, Makramee, was auch immer. Einfach, worauf ihr Lust habt. Und bis dahin würde es mich mega interessieren, eure Resultate zu sehen. Teilt sie doch super gerne unter dem Hashtag Juliana Matthäus on me. Und wenn ihr mal ausführlicher von euren Erfahrungen mit unseren Schnittmustern oder den DIY-Sets berichten wollt, dann schreibt uns doch gerne eine E-Mail an die hello@julianamatthäus.com Adresse, denn dann featuren wir euch, drehen gemeinsam eine DIY-Mode-Story und ihr steht da ganz klar im Fokus und erzählt einfach mal, wie das Gefühl war, als ihr euer Verliesteil in den Händen gehalten habt oder sogar getragen habt. Ja, dann würde ich sagen, ich freue mich aufs nächste Mal und bis dahin fühlt euch gedrückt und bis bald.